Moin Leute, willkommen zu einem neuen Inselabenteuer. Auf uns warten unbeständiges Wetter, dichte Wolken, viel Wind und wunderschöne Momente. Es wird abwechslungsreich und unerwartet. Schön, dass du mit dabei bist. Los geht's! Und da haben wir gestern Nacht geschlafen. Und die Nacht war wild, sandig, stürmisch und irgendwie nicht so erholsam, aber was soll's, es geht weiter. Und was haben wir vor? Wir laufen vom südlichsten Punkt der Insel bis ganz rüber in den Westen und dann zu Fuß wieder zurück Richtung Südosten zum Flughafen. Unser Weg führt uns 200 Kilometer durch die Insel. Die Tour haben wir selber geplant und folgen dabei teilweise dem bekannten Mute Trail. Die Nächte werden wir in unserem Zelt schlafen. Für die ersten Tage haben wir Essen im Rucksack mit dabei. Wenn möglich ergänzen wir unsere Vorräte unterwegs in Restaurants oder Supermärkten. Wie immer. Da sind wir hergekommen, aus dem Wald. Und jetzt haben wir eine richtig geile View. Und jetzt auch mal schön zu sehen, wo wir irgendwann auch noch mal hinkommen werden. Bis ganz da hinten hin. Richtig geil. Erster Tag, ultra anstrengend, aber macht schon wieder ultra Bock. Und da hinten sieht man auch mal einfach gar nichts. Offene Meer. So, schon einige Höhenmeter hinter uns. Gestartet sind wir dort oben auf dem Pico. So geil zu sehen, wo wir heute Morgen gestartet sind. Ganz da hinten noch so ein bisschen ums Eck auf dem letzten Zipfel von Madeira. Und 6,5 Stunden später stehen wir jetzt hier. Und wir sind heute komplett hier entlang der Klippen gelaufen und jetzt zuletzt hier einmal an der Flanke entlang. Aber so geil. Richtig gute Aussicht. Wir hatten ein bisschen Nieselregen, ein bisschen Nebel, alles, was man so hat auf so Höhen. Wobei so hoch sind wir nicht, ich glaube nur 300 Meter, 400 maximal. Es war super diesig, super windig und jetzt werden wir belohnt und die Sonne kommt raus. Also es ist so geil, es macht so Spaß, macht so Bock. Es hat halt gedauert, ein bisschen reinzukommen. Die Beine waren irgendwie noch nicht so richtig im Move, aber es ist faszinierend. Richtig, richtig gut.
Guten Morgen. Es ist 7:51 Uhr. Wir sind hier oben an einem kleinen Aussichtspunkt. Aber viel schöner ist es eigentlich dort. Porto da Cruz. Da sind wir gestern hergekommen und haben dann heute Nacht irgendwo hier hinten drin geschlafen. Und es ist zwar noch ziemlich bewölkt und windig und ein bisschen kalt, aber eigentlich ganz schön. Am nächsten Morgen dann der erste Schreck auf dieser Tour. Auf gerader Strecke, was hier wirklich nicht oft vorkommt, bin ich einfach weggerutscht und habe mich komplett abgelegt. Erschrocken bin ich direkt wieder aufgestanden. Puh, nichts passiert. Aber ich war komplett voller Matsch. Zum Glück haben wir hier durch die Levadas immer Wasser am Wegesrand. So ist die Reinigung schnell gemacht und weiter geht's. Und Sie so? Was sehen wir hier? Ein Baum voller Avocados. Wie geil ist das denn? Und weiter geht's mit den Orangen. Ja, auch Straße gehört dazu. Naja. Nicht mehr weit, dann sind wir da. Ja, ich bin hier. Ich versuche hinterher zu kommen. Ja, ist schon gut, wenn man weiß, wo man hintritt. Ja, Weg quasi nicht erkennbar. So, hier soll es jetzt wohl heute Nacht so sein. Jetzt gucken wir noch mal, ob das was wird. Wird was. Also, die Steine, die hier alle liegen, die hier, die kommen da raus. Da gehen wir jetzt mal von aus, dass alle Steine, die raus wollten, das gestern gemacht haben. So, heute geht nicht. Wir legen uns einfach daneben. Okay. Also, Ja. so, die Steine sind eine gute Grenze. Mhm. Dieses Areal, Mhm. das wirkt doch recht gerade mit ausreichend Platz. Ich Mhm. würde sagen, Okay, machen wir so. dann versuchen wir das. Okay. Wie sieht's denn jetzt aus? Fertig! Ach, na siehste. Das hat doch gut geklappt. Ta, 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 ta. Ja, Ja, finde ich auch. Tipptopp. sieht gut aus. Können wir so lassen. Machen wir so. Ja, und heute Abend müssen wir dann nochmal wegen den Steinen da oben. Du schläfst auf der Seite, gell? Wo schlafe ich? Ja. Ich schlafe da, ne? Ja, ich fange die zur Not auf. Unglaublich, wie gut das überall riecht. Also es ist völlig geil. Und auch, also wir haben ein paar Avocado-Bäume gesehen, Orangenbäume, die größten Zitronen ever. Das war richtig, richtig toll heute. Auf die Nase gelegt haben wir uns auch noch. Also Oh ja. ich zumindest. Ja, und jetzt hier das letzte Stückchen hier hoch zu unserem heutigen Spot auf 720 720. Meter. War ziemlich wild und zugewachsen. Da muss man so ein bisschen durchkämpfen und durchschlagen. Ja, ansonsten ist das jetzt hier unsere Aussicht für heute. Und dann gucken wir jetzt mal, was wir so Feines in unseren Foodpacks dabei haben. Ich habe nämlich richtig Kohldampf. Ich auch. Und vor allem, es wird schon so leicht feucht, Zelt und Sachen. Also das heißt, wir können hier wahrscheinlich nicht zu lange draußen verweilen. Wir haben es jetzt 20 nach 7. 20 nach 7. Ja, also wird auf jeden Fall Zeit fürs Futtern und dann freue ich mich auch schon wieder aufs Bett. Ja. War ein anstrengender Tag, ja. Wir sagen
Gute Nacht. Wunderschönen guten Morgen. Nach einem wunderschönen sonnigen Tag finden wir uns dann heute in den Wolken wieder auf 700 Meter Höhe. Bei uns im Zelt ist auch einiges nass. Na, ihr seht ja da, unser Zelt. Wir trinken jetzt erstmal Kaffee und hoffen, dass die Sonne stark genug ist. Trocken bleiben und Kaffee trinken. Tschüss. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So, kurzes Update von uns. Wir haben es kurz vor 10. Die Situation, das Wetter hat sich gebessert. Man kann jetzt schon da hinten wieder die Berge auf der anderen Seite vom Tal sehen. Und vielleicht auch da hinten schon ein kleines bisschen vom Ozean. Trotzdem ist es immer noch, wolkig, sagen wir es mal so. Das dauert noch ein bisschen, aber es sollen halt trotzdem 20 Grad werden. Deswegen, der Niederschlag hat soweit aufgehört. Wir können jetzt unsere Sachen packen und losziehen. Genau, zu unserem nächsten Campspot, kurz vorm Gipfel. Sind wir schon sehr gespannt. Ist heute nicht so eine lange Tour, aber 1200 Meter nach oben. Ja, jetzt wird erstmal gefrühstückt. Und dann geht's los. Naja, da bin ich wohl noch etwas müde. Eine eher schwierige Nacht liegt hinter uns, sag ich mal. Es war nass, kalt, eher ungemütlich. Die dicken Tropfen von den Bäumen, die auf unser Zelt fielen, haben das Kondenswasser auf der Innenseite wie Sprühregen auf uns geschleudert. Ein wirklich komisches Gefühl, wenn es stundenlang dir ins Gesicht regnet. Aber auch wenn wir müde sind, wir haben Bock, sind voller Power und freuen uns auf einen neuen Tag voller Abenteuer. Wie nass es für uns werden würde, war uns zu diesem Zeitpunkt so noch nicht ganz klar. So, jetzt schauen wir mal. Es geht jetzt hier entlang, ich würde sagen hier an der Seite. Oder vielleicht hier an der Seite. Wir müssen mal gucken. Und? Scheiße. Auch einfach mal ein schönes Freibad machen. Ja, fertig. Shit. Ja. Fertig. Tschüss. Es ist und bleibt ein nasser Tag. Bei einer kurzen Pause an einem Touristencenter wringen wir unsere nassen Socken und Schuhe aus. Es tropft hier aus den Wänden, von den Ästen der Bäume. Der Boden ist überschwemmt. Hier ist einfach überall Wasser. In diesen 2 Stunden haben wir den Trail für uns ganz alleine und wir genießen den Aufstieg durch diesen mit Flechten und Moosen behangenen Wald. Einfach wunderschön hier.
Für das erste Mal heute Sonne und blauer Himmel. Ich flippe aus. Ja, man kann es fast gar nicht erkennen. Aber da ist die Hütte. Das ist ja erstmal das Ziel für jetzt, für heute. Wasser aufnehmen, vielleicht haben die ja was zu essen, müssen wir mal gucken. Da muss hier irgendwo die Möglichkeit sein, ein Zelt aufzuschlagen. Und dann vermuten wir, dass da oben dann der Gipfel ist, wo es dann zum Sonnenaufgang drauf geht. Ja. Und der Vollständigkeit halber, da unten, wo es weiß ist, irgendwo kommen wir her. Für uns geht es jetzt zum Pico Rivo. Unterhalb des Gipfels werden wir unser Zelt aufbauen. Der Sonnenuntergang ist schon mal mega. Es ist aber auch windig und kalt. Früh am Morgen werden wir die letzten Meter auf den Gipfel machen, um dort den Sonnenaufgang zu erleben. Gute Nacht! Dort sind wir gestartet. Vor 4 Tagen. Dort haben wir heute Nacht unser Zelt aufgeschlagen und die Nacht verbracht. Um uns herum war alles gefroren. Es war eisig kalt, maximal 2 Grad. Aber geil war's. Guten Morgen. Es ist 9:01 Uhr. Wir waren heute mal wieder zeitig auf den Beinen. Um kurz vor 7 ging es hoch auf den Gipfel Pico Rivo, um dort den Sonnenaufgang zu erleben. Das war wirklich spektakulär und super schön. Um uns herum waren die Wolken gebettet und die Sonne hat sich dann gezeigt. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Stimmung. Trotzdem, dass natürlich wir nicht die einzigen da waren, sondern auch noch ein paar andere. Aber wir hatten zumindest einen kurzen Weg, weil wir das Zelt direkt kurz vor dem finalen Aufstieg aufbauen konnten. Und das war gestern Abend auch noch ein schöner Abschluss, nachdem der Tag ja so nass begonnen hat und nass weiterging und irgendwann ja auch unsere Schuhe und Socken komplett im Wasser standen. Und man ja bis nachmittags um 3 oder so haben wir ja gar keine Sonne gesehen, keinen blauen Himmel gesehen, bis wir uns dann durch die Wolken durchgekämpft haben auf ca. 1700 Meter. Ja, das war schon wirklich eine tolle Belohnung. Ja, und jetzt geht's dann mal da so lang.
fühlen uns ein bisschen wie im Jurassic Park. Gleich werden wir gefressen. Ja, wir sind ausgerüstet. Es geht los. Da rein. Man sieht ganz am Ende ein kleines Lichtchen. Das ist das Ziel. So, geschafft. Wir sind wieder rausgekommen. Ein bisschen nasser als vorher, aber egal. Und es hat 17 Minuten gedauert. Wir haben mal die Zeit gestoppt. Wahnsinn. Und die ganze Zeit gebückt laufen, auf die Füße aufpassen. Teilweise ist es so eng, dass wir mit dem Rucksack schon überall gegengeschraubt sind. Aber ja, ich würde sagen, jetzt sind wir geübt. Kann man nochmal in den Tunnel kommen. Nee, ist klar. Und ja, es werden noch weitere Tunnel auf unserem Trail folgen. Wie es in den anderen Tunneln so aussieht, werdet ihr dann schon noch sehen. Die ganze Zeit geht das schon so. Eine verdammte Stufe nach der nächsten. Es hört nicht auf. Es ist unglaublich. Überall Wasserfälle. Und wir müssen irgendwie da hoch. Und da ist das Meer. So, wir haben unseren Spot für heute erreicht. Zelt steht, ist auch schon mehr oder weniger eingerichtet. So, Pi mal Daumen. Ja. Und ansonsten hoffen wir mal, dass hier heute kein Ast runterkommt. Es ist schon wieder ganz schön windig. Ja, aber wir gucken mal. Wir haben jetzt unser Zelt bestmöglich abgespannt und werden uns auch gleich rein verkriechen, weil es schon wieder angefangen hat, etwas zu nieseln, und dann drin kochen. Ja, und dann war es das auch schon wieder für heute. Es ist, glaube ich, 6:30. Das heißt, es wird eh bald dunkel. Und dann haben wir uns auch hoffentlich eine entspannte Nacht verdient. Es ist 10:52 Uhr. Wir sind vielleicht mal gerade so seit einer halben Stunde unterwegs. Ja, die Nacht war extrem nass. Mal wieder. Es hat gestürmt, es hat geregnet, es hat den Dreck vom Boden in unser Zelt, an unser Zelt geschleudert. Es war mal wieder eine wilde Geschichte. Es war kalt. Und es war kalt. Und wir wurden überfallen. Eine gemeine Maus hat sich durch unseren Müllbeutel gefressen. Wie auch immer sie da rangekommen ist, weil der Müllbeutel hing von außen am Zelt dran. Naja. Das Zelt ist zum Glück noch heile geblieben. Zum Glück nur der Müll. Ja, aber das war echt ganz schön ätzend heute Morgen. Ewig gewartet, ehe es aufgehört hat zu stürmen und zu regnen. Dann irgendwie langsam die Sachen gepackt. Unsere Sache untergestellt in so einer zusammengefallenen Ruine, die da in der Nähe war.
Da haben wir dann auch Emanuel getroffen, der heute Nacht mit seinem Zelt abgesoffen ist und sich in die Ruine verkrochen hat, die aber auch nicht dicht war. Ja, und wir haben dann irgendwie versucht, unser Zelt abzuputzen, sauber zu kriegen, trocken zu kriegen, aber das ist eigentlich auch nur so halb gelungen. Ja, und jetzt sind die Aussichten so. Also, da geht's lang. Und wir hoffen irgendwann, wie immer, durch die Wolken durchzustechen, um die Sonne zu sehen, aber fühlt sich gerade noch nicht so an. Jetzt gerade einen Keks gegessen, das tut gut. Und dann, glaube ich, geht es einfach nur stracks weiter, in der Hoffnung, irgendwo anzukommen, wo es besser ist. So machen wir das. Tschö. Bereits am ersten Tag haben wir nach wenigen Metern eine Gruppe Hiker getroffen. Sie schmunzelten, als wir erzählten, dass wir die Insel nicht nur von Ost nach West durchqueren, sondern auch wieder zurücklaufen werden. Sie selber haben ihre Inseldurchquerung gerade beendet und ihre Beschreibung war eindeutig, kurz und knapp. It was like hell. Good luck to you guys. Jetzt bekommen wir langsam ein Bild ihrer Worte. Ja, war ein offizieller Fahrt. Das ist doch schön. Würde ich sagen. Und jetzt Geht's da lang? Eine Sache vielleicht noch. Unser Zwischenziel auf unserer Tour ist Port Monish, ganz im Westen der Insel. Hier möchten wir einen Pausentag einlegen und unser Equipment trocknen. Im Vorfeld unserer Tour haben wir ein Versorgungspaket zum Hotel geschickt, so dass wir unsere Foodpacks wieder auffüllen können. Dieses Paket ist nun seit 14 Tagen unterwegs und liegt laut Parcel Tracking in Lissabon im Hafen. Ob es heute oder morgen noch ankommt, ist eher unwahrscheinlich. So, wir sind wieder on track nach unserer Pause, die wir dringend brauchten, um unseren Energiespeicher wieder aufzuladen. Wir waren nämlich völlig fertig. Der heutige Plan hat nämlich gar nicht funktioniert, weil wir hatten so schlechtes Wetter, dass wir erst viel zu spät losgekommen sind und erst um 3 Uhr oder was erst unser Zwischenziel erreicht haben. Und das waren schon über 1600 Meter bergab. Und der weitere Weg wäre jetzt eigentlich wieder 1000 Meter bergauf gewesen. Und eigentlich nicht machbar. Also es ist jetzt 17:06 Uhr, in 2 Stunden geht die Sonne unter. Das bedeutet Planänderung. Statt 1000 Meter wieder nach oben zu steigen, haben wir uns dafür entschieden, jetzt ein Coastal Hiking zu machen und werden jetzt versuchen, soweit wie wir heute kommen, vielleicht sogar schon bis Port Monish entlang der Küste zu laufen. Das ist der alte ER 101, das ist die alte Küstenstraße, die durch einen Tunnel abgelöst wurde und aber scheinbar begehbar ist. Ja, wir sind super gespannt, was uns hier erwartet. Ist auf jeden Fall eine krasse Kulisse. Es soll abenteuerlich werden. Ja, wir schauen. Im besten Falle, wie gesagt, schaffen wir es nach Port Monish und wenn nicht, freuen wir uns über ein schönes Plätzchen, wo wir unser Zelt aufstellen können unterwegs, um morgen dann die restlichen Kilometer bis nach Port Monish zu machen. Ja, und dann gucken wir einfach mal, was passiert. War sicherlich nicht die schlauste Idee, aber wir sind jetzt hier unten über die Steine direkt am Meer lang. Jetzt hier oben geht es nicht weiter, sind wir hier unten runter ans Wasser
und wussten, dass diese Wellen bis hierhin gereicht haben. Die haben uns auch voll erwischt, bis zu den Knien. Weil oben die Kante so ausgesetzt war, dass das nichts für uns war. Naja, und was passiert, wenn man das macht? Man landet dann auch einfach im Wasser, beziehungsweise wird von der Welle erwischt. Also an der Stelle bitte nicht nachmachen, saudämlich. Okay, kleine Steinkunde. Das sind Steine von da. Und das sind Steine von da. Auf was müssen wir denn jetzt mehr achten? Ich weiß nicht. Und die Steine da hinten, die sind auch alle von da oben. Naja, wir machen mal lieber weiter. Ich habe mich schon gefragt, ob noch wieder Boulder ist. So, Seixal, dort haben wir Pause gemacht und sind dann los die gesamte Küste entlang, inklusive durchs Wasser, hier außen lang. Und jetzt sind wir hier. Unterwegs sind wir seit 1 Stunde 40 und jetzt haben wir noch ungefähr 1 Kilometer vor uns und wir hoffen, der wird etwas einfacher als die letzten Kilometer, weil die waren wirklich abenteuerlich und speziell. Und da hinten sehen wir schon unser Ziel. Oh, geil! Da müssen wir nur noch hinkommen. So, Wäsche ist gewaschen, Wäscheleine ist immer dabei und dann schauen wir doch mal, wie es draußen aussieht. Ja. Und da müssen wir morgen wieder hoch. Und nochmal besonderen Special Thanks to Jane and Dave for our Bagel Bags. Nie wieder nasse Füße in nassen Schuhen. Guten Morgen, es ist 9:33 Uhr. Wir sind vor 20 Minuten aufgebrochen aus Port Monish und sind jetzt schon wieder einige Höhenmeter nach oben gelaufen und sind jetzt schon wieder fertig. Also, ja, wir hatten gestern unseren Pausentag, den haben wir auch dringend benötigt. Wir haben echt gemerkt, dass der Körper ein bisschen Ruhe und Erholung brauchte. Ja, haben gegessen, geschlafen, Wäsche gewaschen, uns gewaschen, das Übliche. Freuen uns jetzt aber auch wieder unterwegs zu sein und nochmal wahrscheinlich das letzte Mal einen Ausblick auf Port Monish zu sehen. Ja, genau, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen.
dann sehen wir uns später weiter oben. Nach 5 Tagen haben wir endlich wieder trockene Füße. Aber das ist noch nicht alles. Als wir vorgestern im Hotel ankamen, wurde uns beim Check-in direkt unser Paket übergeben. Was ein Glück! Ehrlich gesagt hatten wir überhaupt nicht mehr damit gerechnet. Das Paket ist just in time mit dem Schiff in Funchal angekommen und wurde direkt ins Hotel ausgeliefert. Mehr Glück konnten wir an diesem Tag überhaupt nicht haben. Ganz still hier dran. Man hört nichts. Noch nicht mal das Wasser. Da sind wir gerade rausgekommen, hinter dem Wasserfall entlang. Und dann sind wir hier rausgekommen. Und jetzt geht's da weiter. Da sind wir wieder in den Wolken. Jo, das ist das Wetter seit 16 Stunden. Wolken, Nebel, Regen. Gestern war es noch sauwindig, zumindest hat das aufgehört. Ja. Aber scheiße ist es. Hoffen auf Besserung. Mal gucken, ob das gelingt. Wird gerade noch Käffchen gekocht. Wir fühlen uns hier ein bisschen wie im Zauberwald. Komische Gewächse. Es ist ja alles ein Baum. Geht hier hoch, hier über den Weg. Da hat er sich getrennt und geht dann hier auch nochmal 2 dicke Stämme nach oben. Krass. Und heute Nacht kann er anfangen zu sprechen. Ihr habt es sicher schnell bemerkt, oder? Richtig. Unsere trockenen Füße waren schnell Vergangenheit.
Am Ende des gestrigen Tages waren wir wegen der gefluteten Tunnel und der dichten und nassen Vegetation wieder einmal komplett nass. Heute Morgen haben wir zunächst auf die vorhergesagte Wetterbesserung gewartet. Naja, gebracht hat es uns nichts. Zum Glück geht es heute am Nachmittag wieder bergauf und so steigen wir durch die Wolken in die wärmende Sonne. Und ja, es könnte sein, dass wir etwas genervt sind. Das stimmt. Unschwer erkennbar. Wir sind unterwegs. Wir haben es aus dem Wolkenloch geschafft und sind jetzt hier auf 1300 Meter Höhe. Aber das war ein ganz schöner Kampf. Und das hier sieht irgendwie auch uncool aus. Da muss ich auch rüber. Dazu brauche ich, glaube ich, 2 Hände. Wir sind um 12:40 Uhr, Ich glaube schon. glaube ich, los. Also super spät. Naja, aber es hat sich zumindest gelohnt, weil seit 1-2 Stündchen haben wir auch immer wieder mal Sonne und hier oben auf der Höhe ist einfach nur noch geil. Jo, und jetzt geht es auch schon an die Schlafplatzsuche. Wir hoffen, dass wir schnell was finden. Es ist nämlich schon 17:29 Uhr. Wird Zeit, reicht für heute. War irgendwie mental ganz schön anstrengend. Also nicht loszukönnen und irgendwie da in dem Driss drin zu stecken, war scheiße. Bis später. Ja. Was für ein toller Spot für die Nacht. Wir genießen den Sonnenuntergang, kochen und verschwinden schnell in die Schlafsäcke. Zu unserer Überraschung sinken die Temperaturen an diesem Abend sehr, sehr schnell und es wird eine kalte Nacht. Mit einem heißen Kaffee erwarten wir am nächsten Morgen sehnsüchtig die wärmenden Sonnenstrahlen. Guten Morgen. Es ist 9:11 Uhr. Wir sind jetzt wieder on the road. Haben gerade unseren Nachtspot verlassen. Der war eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ein kleines Gewässer mit Fischen neben uns. Einen schönen Blick über die Wolken. Schöner Sonnenuntergang gestern. Aber da in direkter, unmittelbarer Nähe ein Wasserstaubecken war drumherum alles so ein bisschen abgerodet. Das war schade, aber nichtsdestotrotz, wir waren windgeschützt. Es hat nicht geregnet. Natürlich war es trotzdem ultra nass im Zelt aufgrund der Temperatur. Also draußen waren es 2,5 Grad. Trotzdem war die Nacht soweit in Ordnung. Irgendwann kamen nachts auch ein paar Kühe vorbei. Die sind aber glücklicherweise an uns vorbeigezogen. Ja, von dem her sind wir eigentlich ganz gut dabei heute. Wir wurden auch sofort mit viel Sonne belohnt. Das heißt, aus dem Zelt raus, uns noch einen abgefroren. Aber dann relativ schnell kam die Sonne rum. Und wir konnten das auch ein bisschen genießen. Und vor allem uns wärmen, weil, wie gesagt, es war echt ganz schön kalt nachts. Ja, und ansonsten sind wir jetzt hier gerade auf so einem kleinen Weg, versuchen unsere eigentliche Route wieder zu finden, weil wir eben für die Übernachtung ein bisschen den Weg verlassen mussten. Ja, denken aber, das geht alles gut. Und dann geht's heute weiter. Ja. Wo geht's heute hin? Heute geht es weiter geradeaus. Ich weiß gar nicht genau wohin. Zum Einstieg des PR12 auf jeden Fall. Ja. So viel Strecke sollten wir auf jeden Fall machen. Da ist noch ein Trekking-Camp. Ob wir da schlafen, werden wir noch sehen. Und jetzt geht es aber erstmal weiter. So ist es. Da lang! Perfekt. Tada!
sieht man erstmal, in was für Wolken wir manchmal so drin stecken. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und das da ist übrigens der Pico Revo, auf dem wir vor ein paar Tagen waren und auch geschlafen haben. Ja, also da sind wir einfach so durchgehuscht. Ging gerade noch so klar. Aber da hinten, no way. Bedeutet, Regenjacke an, Kapuze ist drauf, genau. Und dann würde ich sagen, rein ins kühle Nass. Viel Glück! Oh, Backe. Und ist auch noch rutschig hier unten. Wäre gut, wenn man nicht hinfällt. Es ist wirklich schmierig. Also das ist einmal komplett nass. Einmal tutti kompletti im Eimer. Fuck. Schuhe wieder nass. Gerade trocken gewesen. Oh Mann. Es nimmt einfach kein Ende. Wie viel Wasser diese Insel produziert, ist einfach Wahnsinn. Für uns geht es jetzt bergab Richtung Serra de Agua. Wir folgen einem schmalen und steilen Pfad, der auf unserer Karte vielversprechend aussieht, und hoffen, dass es ihn gibt und dass er auch begehbar ist. Gut. Na, dann wäre das doch für heute auch mit den nassen Schuhen. Hat sich erledigt und das gehört ja hier auch zu dieser Reise dazu. Ja. Einen Tag ohne nasse Füße gibt es ja nicht. Richtig. Also alles beim Alten. Schön. Also hier unten richtig ausgehöhlt. Ha? Hier unten der Weg ist schon richtig ausgehöhlt. Guten Morgen. Wir sind gerade aufgestanden, räumen jetzt gerade noch die letzten Dinge ein und wir wollten mal zeigen, wo wir heute Nacht geschlafen haben. Das ist hier oben so eine kleine Plattform, möglicherweise mal endlich mit Sitzgelegenheiten, so dass wir draußen kochen konnten. Und hier geht es noch zu einem Aussichtspunkt,
Und wir sind hier wirklich umgeben von einer super tollen Bergkulisse. Also das ist schon richtig geil gewesen. Ja, gestern war es auf jeden Fall ein wilder Tag. Wir sind von der Sonne wachgeküsst worden und konnten ganz toll unser Zelt in der Sonne trocknen und Kaffee in der Sonne genießen. Es war wunderbar, wunderherrlich. Endlich mal ohne nass zu sein, ohne in den Wolken zu sein. Und wir sind dann den ersten Weg einer Levada entlang. Das war auch super spannend, weil die diesmal nicht so zugewachsen war, sondern relativ frei und wir die ganze Zeit an der Bergflanke entlang sind. Und haben dann nochmal eine Pause gemacht. Da war es aber schon, ich weiß nicht, halb zwei oder was. Und danach ging es auf den nächsten Levada-Weg. Und der hat es in sich. Wir werden ja gerade so schön getrocknet. Und dieser Weg hatte aber einfach mal, ich weiß nicht, 8 Wasserfälle oder was, durch die wir aber durch mussten. Also keine Chance, um da trocken zu bleiben. Weder Regenjacke noch Regenrock haben da das Nötige getan, sondern Rucksack wieder nass, Schuhe nass, Socken nass. Also eigentlich irgendwie der ganze Bums wieder von vorne. Ja, und so schön durchnässt sind wir dann auf einen etwas kleineren Weg abgebogen, den man wahrscheinlich gar nicht unbedingt Weg nennen kann, weil eigentlich war das eher ein Durchkämpfen durch den Dschungel. So kann man es wirklich sagen. Zunächst über dichte Sträucher, die irgendwie bis über meinen Kopf gingen, durch die man hindurch musste. Und später ging es dann auch noch steil ab. Also ich weiß nicht, ihr müsst euch vorstellen, irgendwo von da oben sind wir wohl gekommen. Und es war super steil und super, ja, wie gesagt, zugewachsen. Weg, ja, erkennbar, aber jetzt auch nicht irgendwie super optimal. Und das war schon 1,5 Stunden echt Tortur, da runter zu kommen. Noch 2-mal einen Fluss queren. Also alles dabei, was man dann eigentlich irgendwie auch gar nicht mehr braucht. Ja, und dann dachten wir haben ja unser Zwischenziel erreicht oder jetzt zumindest mal wieder die nächste kleine Zivilisation. Das war unser Fixpunkt und dann haben wir sie zwar gesehen, aber der Abstieg dahin war nochmal irgendwie schwierig. Also der erste Weg, den wir gehen wollten, der war einfach nicht auffindbar. Den konnten wir 100 Meter gehen und dann hat er seine Spuren verloren. Und dann haben wir einen anderen Weg gewählt und der war genauso wild und zugewachsen. Und vorbei an wahnsinnigen Zitronenbäumen mit solchen dicken Zitronen dran, also das kann man sich nicht vorstellen. Und in langen Dornen, Sträuchern. Also wir sahen danach aus, zerkratzte Beine, blutige Beine, nochmal ausgerutscht, aufgeschrammt, blaue Knie. Also es war auf jeden Fall super wild. Und final kamen wir dann irgendwo gestern hier aus dem Berg raus. Wir hatten noch so eine kleine Levada gefunden, der wir gefolgt sind. Aber das war schon, das war echt krass. Also wir waren so halb froh, dass wir das dann hier gefunden haben. Und haben dann auch uns erstmal gewaschen. Wir sahen aus wie Schweine. Und gegessen und ja, dann hier auch das Zelt aufgebaut. Das Zelt hat dann hier gestanden zwischen den 2 Sitzmöglichkeiten. Das war auch soweit bequem. Die Beleuchtung hat ein bisschen gestört, aber mein Gott, so ist das halt. Ja, also wilde Fahrt von Anfang bis Ende. Aber ja, das passiert, wenn man dann halt die Touristenpfade verlässt. Aber dafür sind wir ja auch da. Wir wollen Abenteuer. Und ja, jetzt packen wir noch unseren Rest ein. Und dann geht's wieder on the road. Tschö. Da unten, da kommen wir her. Und jetzt geht's hier die Bergflanke entlang. Und da hinten sieht man auch noch ein Stück weiter. Und dann geht's darüber.
Und dann hoffen wir, dass wir schnell vorwärts kommen, weil heute Abend drohen heftiger Wind und ich glaube 5 bis 10 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter. Also wir sollten hier schnell drüber kommen, um dann ins Trockene zu kommen. Frisches, klares Bergwasser. Anstrengend? Ich finde es anstrengend, ja. Ist es auch. Aber wir haben es gleich. Ja. Ich glaube nur noch bis da vorne. Der Nebel da um die Ecke. Ja. Ich glaube auch. Ja, na, geht nur noch runter. Super. Es ist wieder soweit. White TV. Da geht es jetzt für uns hin nach Corral de Freiras. Da haben wir für heute Abend eine Übernachtung, eine Unterkunft gebucht, um den Starkregen aus dem Weg zu gehen und nicht abzusaufen. An diesem Tag haben wir es bis hierhin trocken geschafft. Aber der Sturm erreicht die Insel früher als erwartet. Und so ergießt sich der Himmel auf den letzten Kilometern über uns und wir werden wieder einmal komplett nass. Heute Morgen sind wir mit gemischten Gefühlen aufgestanden. Für uns bricht heute der letzte Tag auf dem Trail an. Aber das ist nicht alles. Durch unsere ungeplanten Zwischenstopp haben wir wertvolle Zeit verloren und müssen unsere Route zurück nach Funchal umplanen. Guten Morgen. Wir haben die sehr stürmische und regenreiche Nacht überstanden. Hatten hier in Corral de Freiras unsere Unterkunft und jetzt kann man ganz schön sehen, wo wir gestern eigentlich dahergekommen sind. Hier hinten ist dieser Lücke und dann den Berg hier runter bis zu den Häusern hier und dann, das sieht man nicht so gut, nochmal so ein bisschen durchs Tal, nochmal einen steilen Anstieg hoch, bis wir dann letztendlich in Corral de Freiras waren. Wir waren kurz vor 3 waren wir da, haben dann natürlich erstmal unseren Hikerhunger gestillt, satt gegessen und sind danach dann in unser Apartment eingecheckt. Und waren froh über eine heiße Dusche. Die letzten Nächte waren ja doch etwas kälter und nässer und konnten alle unsere Sachen trocknen. Das war super. Sind gestern auch beim Abstieg noch ordentlich nass geworden, also es hat richtig angefangen zu regnen. Regenrock und Regenjacke mussten herhalten. Und
Ja, aufgrund dessen, dass wir hier übernachtet haben, müssen wir jetzt natürlich so ein bisschen unsere Route anpassen. Eigentlich wollten wir dann hier wieder aufsteigen auf den zweithöchsten Gipfel der Insel, auf den Pico Arrero, auch um die 1800 Meter. Aber das wird für den letzten Tag dann doch alles etwas zu viel. Danach dann mich noch wieder runter nach Funchal, das wäre nicht machbar, nicht schaffbar. Deswegen wählen wir jetzt mehr oder weniger den direkten Weg nach Funchal. Das sind auch bis zu unserem Hotel an die 20 Kilometer. Geht jetzt hier erstmal schön den Berg hoch. Naja, irgendwo da oben werden wir dann rauskommen. Tja, Freunde, für uns war die Tour hier auf Madeira ein echtes Abenteuer. Das viele Wasser, die kalten Nächte, der stetige Wind und die abenteuerlichen Pfade haben uns gefordert und uns zusammen mit unvergesslichen Momenten 10 Tage lang über diese Insel begleitet. Verdienter Kaffee. Wie lange sind wir schon unterwegs? Seit 8:30. Seit 8:30 und jetzt ist es 12 Uhr. Viertel nach 12. Und es geht nur Straße. Also es gibt leider keinen anderen Weg aus Corral de Ferraz runter nach Funchal. Das heißt, es geht ordentlich auf die Füße und die Sonne knallt hier unten auch ordentlich. Man sieht, wir haben strahlend blauen Himmel. Und deswegen haben wir uns jetzt kurzerhand entschieden, nachdem wir gerade von gefühlt 100 Hunden angebellt wurden, 20 Minuten lang, machen wir jetzt mal eine Pause. Hier ist schön ruhig, trinken Kaffee. Trinken auch noch eine Cola und dann geht es auf die letzten 7 Kilometer bis zu unserem Hotel. Das liegt etwas außerhalb von Funchal, aber wir müssen erstmal quer durch Funchal durch. Und dafür gibt es jetzt noch die Stärkung. Geil. Wie schön, dass du uns begleitet hast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und abonniere gern den Kanal. Dann sehen wir uns bei einem neuen Abenteuer irgendwo da draußen wieder.